Ich habe immer wieder Bassschülerinnen und Bassschüler, die zu mir kommen und sagen, sie können irgendwie nicht Bass spielen, weil ihre Hände zu klein sind. Sie können die Finger nicht weit genug spreizen und dadurch auch nicht schnell spielen oder die Tonleiter nicht spielen. Ich zeige dir jetzt aber mal ein paar unterschiedliche Fingersätze, wie du denn so die üblichsten Tonleitern spielen kannst, ohne so weit auseinander spreizen zu können, wie es vielleicht mit größeren Händen möglich ist. Unser Standardfingersatz für eine Dur-Pentatonik wäre eigentlich zweiter Finger, vierter, erster, vierter, erster, vierter. Da haben wir jetzt natürlich ganz oft die Spreizung hier drin. Das können wir aber über einen anderen Fingersatz ganz gut lösen. Erster Finger, jetzt machen wir gleich einen Lagenwechsel, einen Ganzton hoch. Dann spielen wir mit dem vierten Finger den dritten Ton, gehen jetzt hoch mit dem ersten Finger, vierter Finger, erster Finger. Ein Rutscher haben wir drin. Aber das ist jetzt wesentlich einfacher zu spielen als mit der Spreizung hier. Was wir jetzt machen, ist, wir verwenden eigentlich den Kontrabass-Fingersatz und spreizen unsere Hand gar nicht so weit, weil es vielleicht ja auch gar nicht geht. Das gleiche bei der Moll-Pentatonik, unser eigentlicher Fingersatz 1, 4, 1, 3, 1, 3. Können wir aber auch so spielen, mit dem vierten Finger anfangen. Zum ersten Finger, dann Lagenwechsel, erster Finger, vierter Finger, erster Finger, vierter Finger. Der Abstand ist meistens das Problem, dass man die Finger nicht so weit auseinander bekommt, um über 4 Bünde greifen zu können. Die Blues-Tonleiter vielleicht noch. Erster Finger, vierter Finger, erster, zweiter, dritter, erster, dritter. Können wir aber genauso so spielen. Wieder mit dem vierten Finger anfangen, erster Finger, dann rutschen. 1, 2, 4, 1, 4. Das waren jetzt mal unterschiedliche Möglichkeiten, wie du die Tonleitern spielen kannst, auch mit kleinen Händen. Vor allem, es entstehen bei dir keine Schmerzen beim Spreizen der Finger und du kannst die ganzen Tonleitern genauso spielen, nur mit dem alternativen Fingersatz. Beziehungsweise, wenn es tatsächlich so ist, dass die Hände so klein sind, dass es auf einem normalen Bass mit langer Mensur schwierig wird, dann kann man natürlich auch einen Short-Scale-Bass nehmen, bei dem die Abstände zwischen den Bünden etwas kleiner sind. Der Hals ist dann etwas kürzer und dadurch verringert sich natürlich auch der Abstand zwischen den Tönen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben. Wenn dir das alles gut gefallen hat, dann schau dir doch die anderen Videos von mir an, abonniere den Kanal und schau gerne auch mal auf meinem bassmeup.de Blog vorbei. Da gibt es noch mehr Tipps und Infos, Noten und Übungen zum Basslernen. Viel Spaß damit. Bis denn. Ciao, ciao.